Snacktorio ist ein 2D-Automatisierungsspiel, in welchem wir Gerichte für Monster herstellen. Entsprechend sind auch alle Gerichte ein wenig anders, als wir sie kennen. Wir bereiten zum Beispiel Offa al Purgatorio aus Tomaten, Lorbeerblättern und Spinneneier her. Wer also wieder Hunger auf neue Automatisierung hat, der könnte sich hier satt essen. Gameplay. Wir spielen in der Seitenperspektive in 2D, bewegen uns also durch die Welt wie zum Beispiel in Terraria. Ähnlich wie dort dürfen wir uns auch frei durch die Welt graben und neue Blöcke hinsetzen, wenn wir nicht gerade auf Stahl, Sand oder eine der unendlich abbaubaren Ressourcen treffen. Ziel der ganzen Grabaktion ist dabei, neue Ressourcen freizulegen und Platz zu schaffen, um seine eigene Fabrik aufzubauen, Farmen und Erntmaschinen hinzustellen, damit wir am Ende ein feines Gericht für die Monster produzieren können. Hierfür stehen uns natürlich Transportrohre für Fest- und Flüssigstoffe, Förderbänder und die verschiedenen Fabrikationsstationen zur Verfügung. Da wird dann gegärt, um neue Kobolde zu produzieren, die dann neue Maschinen bedienen können, gemahlen, um aus Dämonenschädeln, Knochenmehl und schließlich Nudelteig oder Tortillas herzustellen und gemixt, um aus Tamaten und Muskelkat eine feine Tomatenpaste für die Schukspuka herzustellen. Das Spiel ist dabei in Level aufgeteilt, die uns immer mehr Herausforderungen geben. Müssen wir zu Beginn nur ein Monster beständig mit einem Gericht füttern, warten später mehrere hungrige Gäste auf einen, die verschiedene Gerichte wollen. Das heißt, nach und nach wird die Fabrik immer komplexer, besonders die Transportwege, die sich bei bestimmten Zutaten nicht kreuzen dürfen, da sie sonst kaputt gehen. Aber nicht nur die Gerichte produzieren wir, nein, auch die Kabel und sämtlichen anderen Bestandteile unserer Fabrik. Dazu finden wir Level Sand, Harz und auch Eisenerz. Ab und zu dürfen wir auch eher rätselig aufgebaute Level spielen, wo wir eine fertige Fabrik bekommen und an den richtigen Stellen die richtigen Lösungen umsetzen müssen, um mit den vorhandenen Ressourcen und dem Platz auszukommen. Außerdem sind an verschiedenen Stellen im Level Sterne versteckt, die wir zusätzlich finden können. Insgesamt gibt es 86 Sterne, die auf der Super Mario-mäßig aufgebauten Oberwelt passenderweise neue Inseln und Level freischalten. Umfang. Die ersten 10 der 86 Sterne haben mich ungefähr 8 Stunden gebraucht, aber ich bin mir sicher, dass spätere Level durch die ansteigende Komplexität auch länger brauchen werden. Darum habe ich keine Zweifel, dass ich bestimmt noch mindestens 100 Stunden in das Spiel setzen kann und noch immer etwas zu tun haben werde. Besonders die Jagd nach den Bonussternen in den normalen Leveln, ebenso wie die Bonuslevel, werden mich beschäftigt halten. Gespannt bin ich darauf, wie motivierend das Spiel auf Dauer bleiben wird und welche weiteren Mechaniken das Spiel für mich noch bereithält. Außerdem hat das Spiel Modding-Support, sodass man über den Steam Workshop ebenso auf lange Zeit mit neuen Leveln und Gameplay-Mechaniken versorgt bleiben kann. Die Developer haben auch zum Release mehrere Beispielmods hochgeladen, um zu zeigen, wie zum Beispiel eigene Ressourcenquellen, Rezepte, Maschinen und Level umsetzbar sind. Lokalisierung und Bugs. Zum Release ist bereits eine bis jetzt sehr anstandslos lesbare deutsche Lokalisierung vorhanden. Bugs sind mir auch keine aufgefallen. Fazit. Wem kann ich denn Snacktorio empfehlen? Wer Spaß an Automatisierungsspielen hat und wieder Lust auf ein neues Thema hat, also nicht nur ständig Stahlblöcke, dann komplexes Gerät Nummer 1 und dann komplexes Gerät Nummer 2 zu bauen, für den ist Snacktorio vermutlich genau das Richtige. Ich habe mich jedenfalls schnell wieder im Tüfteln, Bauen und Graben verloren. So sehr, dass ich hierzu kein absolut furchtbar anzusehendes LP-Video hinbekomme, weil ich ständig in Gedanken versinke oder vergesse ordentlich für die Aufnahme zu sprechen. Ich bin jedenfalls noch sehr auf die restlichen Level und kommenden Mods gespannt. Vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet ein beim nächsten Mal. Bye! Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.